Ja, hallo liebe Leute, ein neues Tutorial, diesmal zu Blender. Ich möchte mal einen Rubiks Würfel machen, Rubiks Cube oder Zauberwürfel, wie man den damals genannt hat, als er irgendwann in den 80ern auf den Markt kam. Und dann legen wir damit mal los. Wie gesagt, dazu wird Blender gestartet. Ich mache euch erstmal oben die Tastenkommandos an. Die habe ich ein bisschen kleiner gestaltet, damit Blender, damit da möglichst viel zu sehen ist. Und wir starten Blender. Das habe ich hier auf der Taste 1 liegen. Und das ist nicht die Blender 2.8, sondern das ist hier, da sieht man ganz neu, die Version 3.1.0. Die ist erst gestern, glaube ich, per Update aufgespielt worden. So, dann geht's los. Wir haben hier Kamera, Lichtquelle und ein Look-at-Point. Und die drei Sachen, die selektiere ich erst einmal. Mit Shift muss man das natürlich machen. So, dann einmal Taste M drücken. Dann packe ich die in eine neue Kollektion. Die nennen wir Cam und Co. Und dann kann ich die hier, Cam und Co., die kann ich hier einfach unsichtbar machen, sind noch aktiv, aber stören nicht mehr bei der Arbeit. So, hier haben wir einen Würfel, den können wir so genau übernehmen. Und den Würfel werde ich jetzt erst einmal bearbeiten. Ich drücke die Tab-Taste und dann soll das gebevelt werden. Das geht, früher gab es ein Tastenkommando für in der 2.79. Hier geht das über Edge und dann hier Bevel Edges. Und dann kann man hier mit der Maus so fahren und dann wird das hier so gebevelt, wird das eben genannt, also diese Ecken da dran gemacht. Dann kann man mit dem Mausrädchen das hochfahren, kann sagen, das soll rund werden. Man sieht hier unten auch da in der untersten Linie, was man macht. Das heißt, da ist ein Wert, den sieht man 0,236. Wäre das hier zum Beispiel, wenn ich jetzt sowas hier mache, so eine kleine Ecke, dann wären das 0,07 und mit Segments und dann sieht man hier 7, 8, also jetzt mit 8 Unterteilungen. Wir können ruhig mal 8 Unterteilungen nehmen und dann machen wir dann 0,05 oder 0,06. So, jetzt haben wir den Würfel hier fertig. Ich will den Würfel jetzt direkt texturieren, weil mir das später das Arbeiten einfacher macht. Und da legen wir uns erstmal auf Farben fest. Ich will hinterher gar keine Farben nutzen, sondern Bilder oder sogar Videos auf die Flächen bringen, also abspielen lassen. So, wir gehen aus dem Edit-Mode erstmal raus und erzeugen hier ein Material. Und dann können wir hier auf Shading gehen und können uns erstmal ein Material aussuchen für den normalen Würfel. Ich mag diesen Principled BSDF nicht so sehr. Es ist viel zu viel Parameter drin. Wobei das natürlich sind Sachen drin mit Specular und so, die fehlen an anderen Stellen. Also nehmen wir es ruhig und wir nehmen eine Grundfarbe. Das wird ja so ein grauer Würfel oder fast schwarz ist das Material. Also sowas. Und die Subsurface Color, weiß ich nicht, nehmen wir was Ähnliches. So, Specular, ja, der hat schon eine gewisse, scheint schon ein bisschen, wenn das Licht drauf schaut, das kann drauf kommt, das können wir so lassen. Ist das Ding rau, aber nicht so rau. Das machen wir 0.1 und dann scheint er schon ein bisschen mehr. Gut, das ist jetzt das Grundmaterial. Das heißt, dem geben wir hier jetzt auch einen Namen. Und zwar, wir gehen einmal hier hin und das Ding heißt jetzt Material und das nennen wir jetzt mal Würfel. Ich nutze jetzt absichtlich keine Umlaute, die kann man nutzen, aber wenn das
mal auf den Rechner kommt, warum die nicht installiert sind, dann weiß derjenige nichts damit anzufangen. Gut, das ist also dieser Würfel. Jetzt kommen hier noch weitere Materialslots hinzu. Und zwar insgesamt 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück natürlich. Der Würfel hat 6 Seiten und dann machen wir, das ist der erste, das ist Würfel und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, da werden wir jetzt auch wieder Materialien hinpacken und zwar einfach neues Material. Das können wir ruhig auch erstmal mit dem Principled BSDF laufen lassen. Wählen wir erstmal als Farbe Rot aus. Und wir müssen uns jetzt hier entscheiden, bei dem Würfel, wie wir den platzieren und wie wir die Sachen benennen. Also die Flächen jetzt insbesondere. Also die Farbe Rot. Wir können dem Material hier am besten einen Namen geben. Das nennen wir jetzt nicht Rot, sondern das nennen wir mal, das ist vom Vektor her die Seite y-1, weil der geht so, das ist y-Achse und y, der normalen Vektor, geht in diese Richtung. Also die Farbe heißt y-1 und die möchte ich jetzt auch dahin platzieren. Also gehen wir in den Edit-Mode, wechseln hier, da muss ich mal ein bisschen suchen, hier auf die Flächen, die, und da kann ich jetzt einfach sagen Assign, also den Slot auswählen, dann Assign und dann ist das rot. So, dann haben wir, machen wir eine zweite Farbe. Da kopiere ich einfach dieses Material. Das heißt, auf dem zweiten Slot hier wähle ich das Material aus und mache hier einfach ein neues daraus. Und das nennen wir jetzt x-1. Und das kriegt die Farbe Blau. Und dann gehen wir wieder im Edit-Mode, selektieren wir den und tippen mit dem blauen selektiert Assign. Dann ist der blaue da. So, dann machen wir das am besten auch mal blau. Ich glaube, dann kommt das besser. Ja. Muss man sich später anschauen. Die Farben sind auch erstmal nur zur Orientierung. So, dann haben wir den nächsten Slot. Da machen wir jetzt Z-1, das ist das hier. Also wir wählen das Material aus, ruhig das y-1, machen eine Kopie davon, geben dem einen anderen Namen, und zwar Z-1. Wieso macht er das nicht? Z-1. Ich glaube, ich muss das hier machen. So, okay, dann haben wir dem Namen gegeben, Z-1. Das kriegt jetzt die Farbe Grün. Wir machen das einfach auch mal grün. So, das soll hier unten die Fläche werden, also die selektieren und Assign mit der selektierten grünen Farbe. So, dann haben wir hier x1. Das heißt, ich kopiere den wieder, also gehe auf dieses Materialslot, da machen wir wieder ein neues Material, und zwar den
Ist jetzt egal, welchen ich wähle. Nehmen wir den X1. So, wir machen eine Kopie davon. Und die heißt jetzt X1. Und das wird eine andere Farbe natürlich. Das machen wir jetzt mal gelb. Und das kommt auf diese Fläche Assign. Und dann haben wir noch den Y1, das wird diese Fläche hier. Da nehmen wir, was nehmen wir für eine Farbe? Mal gucken. Also erstmal den neuen Slot auswählen. Der hier, das wird jetzt, können wir ruhig das Material nehmen. Wir machen davon eine Kopie. So, das ist Y1. Und das wird grün haben wir, blau haben wir, rot haben wir. Wir haben noch so Magenta-Farben. Das nehmen wir jetzt dafür. Magenta. Das kommt dahin. Und Magenta auswählen und Assign. So, da haben wir jetzt, die meisten haben wir schon verteilt. Ist jetzt nur noch einer. Einen müsste ich danach vergessen haben. Das müssen wir mal gerade schauen. Also ich gehe erstmal in die Aufsicht. Dann sehen wir, wen wir vergessen haben. Rot, braun. Ich glaube hier den. Das ist X1. Der gelbe. To Assign. X-1, X1. Da machen wir jetzt mal ein Z1 drauf. So, jetzt irgendwas habe ich falsch gemacht gehabt. So, jetzt haben wir noch einen Slot. Das ist Z1. Das heißt, da machen wir auch ein neues Material auf. Ruhig den. Machen eine Kopie davon. Das ist Z1. Und müssen wir uns jetzt noch eine Farbe auswählen. Was nehmen wir denn da? Hellblau oder Orange. Wir nehmen einfach mal Orange. Orange. Und das wird Z1 sein. So, jetzt habe ich den Würfel mit 6 verschiedenen Farben gefüllt, in Anführungszeichen. Und wir können nun in den Layout-Modus wechseln. So, man sieht die Farben hier leider nicht so recht. Muss man überlegen, wie man das geändert bekommt. Material Preview und so haben wir die Farben drauf. So, dann machen wir jetzt Kopien von diesem Würfel. Der Würfel, der heißt einfach Cube, soweit ich das sehe. Ich selektiere den einmal. Also wir gehen raus, wir waren im Edit-Mode. Da haben wir jetzt den Würfel und der hat den Namen Z-1. Das ist aber eigentlich Unfug. So, eigentlich heißt der X0
Y0, Z0, dieser Würfel, und der wird sowieso hinterher weggeworfen, weil innen haben wir keinen Würfel. So, wir machen jetzt Kopien davon, also Shift D und dann X0, und jetzt haben wir hier den Würfel dran sitzen, dann können wir GX2 machen, Shift D, GX-4, dann haben wir schon mal die, dann selektieren wir die drei, Shift D, Y2, Shift D, Y-4, dann können wir alle selektieren, mal schauen, jo, Shift D, Z2, und dann geht es nach unten, Shift D, Z-4. Jetzt habe ich alle Würfel platziert. Wir können nun den mittleren Würfel rauswerfen. Dazu selektiere ich die Würfel hier, drücke Taste H, nehmen wir den und den schmeiße ich raus. Entfernen. So, Alt H, dann sind wieder alle Würfel sichtbar. So, jetzt muss man den Würfeln vernünftige Namen geben. Das heißt, wenn wir jetzt in die Aufsicht wechseln, dann sehen wir den Würfel hier und dann fangen wir mit dieser Ebene hier an. Das ist der Würfel, Taste F2 drücken. So, der ist nicht X0, Y0, Z0, sondern der ist X -1, der Stelle Y -1 und Z0. So, dieser Würfel hier, der ist X0, Y -1 und Z0. Dieser Würfel ist X1, Y-1, Z0. Und dann geht es weiter hier. X -1, Y-1, Z1. Und so weiter. Das machen wir jetzt beschleunigt, weil das eine Sisyphus-Arbeit ist. Bezeichnet. Es sind keine Würfel mehr da, die hinten so die Markierung haben, dass sie Kopien von einem gleichnamigen Objekt sind. Also haben wir die Würfel soweit, den Würfel oder diese ganzen Würfel soweit hier korrekt benannt. Jetzt können wir erstmal alle Würfel selektieren und wir haben jetzt folgendes Problem in Anführungszeichen. Wenn ich jetzt so einen Würfel selektiere und ich drücke auf R, dann dreht er sich hier so um seinen eigenen Mittelpunkt. Das ist aber Unfug. Die haben ja alle hier in der Mitte diesen gemeinsamen Mittelpunkt. Also selektieren wir alle Würfel. In dem gemeinsamen Mittelpunkt liegt genau der 3D-Cursor. Das ist schon mal gut. Das heißt, nun geht es über Objekt und dann Set Origin und dann gehen wir hier auf Origin to 3D Cursor, und wenn wir jetzt den Würfel hier drehen, dann drehen alle diese Würfel um diesen Mittelpunkt.
So soll das bei dem Würfel sein. Wenn euch solche Videos hier gefallen, so lasst doch gern ein Abonnement da, klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert und ein Daumen nach oben wird natürlich auch immer gern gesehen. Gut, damit weiter beim Video. Gut, jetzt gibt es bei diesem 3D-Würfel, bei dem Rubik's Cube, ein Problem, wenn man die Rotationseinstellungen für diese Würfel so belässt, wie sie standardmäßig eingestellt sind. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, verschiedene Rotationsrichtungen zu definieren. Das ist einmal Default hier, X, Y, Z, Euler, und das wird Prone to Gimbal Lock. Was auch immer das heißen mag, aber es funktioniert damit jedenfalls nicht. So, dann gibt es den richtigen, das ist hier der Quaternion. Den muss man wählen, und zwar für alle Würfel. Das heißt, umstellen, Quaternion. Macht man am besten, dass man hier so sortiert, hier so durchgeht, durch den Würfel, ebenenweise. Ich fange jetzt mit der Front halt an. Hätte ich auch vor dem Kopieren machen können, dann hätte ich mir das hier gespart. So, dann sind wir hier in dieser Ebene, Quaternion, 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 dann drehen wir den Würfel hier. Das wird dann auch Quaternion, Quaternion, und dann haben wir den hier, Quaternion, und den müssen wir eigentlich haben. Jo, dann haben wir die Ebene, dann können wir uns das hier so zurechtdrehen und machen jetzt die noch. Quaternion, 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 Quaternion und nochmal Quaternion. So, jetzt haben wir den Würfel schon mal so, und hier könnte man jetzt schon mit animieren und interessante Videos machen, aber eben mit einfach Standardfarben auf den Würfeln. Jetzt geht es ja darum, man will da Bilder drauf machen. Wir sind hier, wie gesagt, in der Blender 3.1.0. Das heißt, wir haben, wenn wir Sachen mit Texturen versehen, machen wir das nicht mehr wie in der 2.7.9, sondern wir machen das eben mit Nodes. Das heißt, wir haben ja hier die Materialien, man kann jetzt in den Shading-Bereiche wechseln. Können wir hier Aufsicht den Würfel so hinsetzen, und dann sieht man hier, ist jetzt die Nodes für diesen Würfel hier, und die sind ja hier jetzt alle gleich, und da geht es nämlich jetzt zur Sache, und zwar in diesem Slot hier des Materials Z, in diesem Slot, da muss halt ein anderes Material rein, was sich unterscheidet vom Material, was hier drin ist. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen. Ich habe das schon mal gemacht, aber es ist was länger her, und wir versuchen es einfach mal. So, wir haben hier jetzt, wir sehen ja, das ist die Orange ist das Material Z1 und Rot ist das Material Y1, weil das ja in die Y-Achse, Y-1 ist es so. Ich versuche jetzt einfach mal
dieses Material, davon eine Kopie zu machen. Das haben wir jetzt mehrfach hier drauf. Ich mache eine Kopie davon und dem gebe ich jetzt einen anderen Namen. Und zwar ist das y-1 und dann ist das x-1 y1. So, was wir jetzt gucken müssen, ist das hier auch passiert? Ne, da ist nämlich immer noch der richtige. Das ist genauso, soll das sein, so muss es sein. Ja, und da sind wir wieder, eine kurze Unterbrechung, das wurde doch ziemlich lang. Ich hatte was anderes zu tun. Wir machen hier weiter mit dem Video, mit dem Zauberwürfel und wie man da halt Videos oder Bilder auf die Flächen bringt. Und das ist gar nicht so einfach und muss ich dazu sagen, in der Blender ab der 2.8 wesentlich schwieriger zu managen als zum Beispiel mit der alten Textursache in Blender 2.79b oder den Vorversionen, weil ich habe das schon mal vor Jahren gemacht. Da habe ich so lange und so viel Überlegung dafür nicht benötigt. Gut, jetzt kann man natürlich hergehen in ein Bildbearbeitungsprogramm. Man macht sich die neuen Bildchen hier aus einem großen Bild und patzt die da drauf und schon hat man den Würfel. Muss man gar nicht im Blender hierfür rummachen. Aber beim Video, da sieht die Sache anders aus. Ein Videoschnittprogramm, das einem die Videos da in 9 Videos zerteilt. Das ist schon eine andere Hausnummer und ist auch nicht sonderlich benutzerfreundlich. Okay, wie fangen wir hier an? Also wir haben ja hier diese ganz vielen Würfel. Die haben jetzt alle hier bei der roten Fläche das Material Y1. Y-1 ist es. So, und dieses Material, das muss halt geändert werden. Das machen wir hier. Was ich jetzt einmal kurz noch mache, ist euch auf das Abo hinweisen. Wenn euch solche Videos interessieren, so lasst auch gerne ein Abonnement da. Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert und Daumen nach oben und ihr bekommt mehrere solche Videos in Zukunft angepriesen. So, zur Info im Hintergrund druckt mein 3D-Drucker. Also davon bitte nicht stören lassen. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Und jetzt fangen wir an. Ich habe hier diesen Würfel mir ausgewählt und da, ich würde aber sagen, wir fangen mit diesem hier unten an. Und zwar da dann auch das Material Y-1 und ich füge jetzt hier hinzu erstmal eine Textur und zwar das ist eine Image-Textur, die wir da wählen und dann brauchen wir hier einfach nur öffnen zu machen und ein entsprechendes Video auszuwählen und ich habe jetzt hier am Anfang erst einmal eine Datei, die heißt y-1.png. Wo habe ich die denn? Doch, das ist hier oben die. Okay. Die öffnen wir und dann müssen wir jetzt hier was mitmachen. Und zwar, die kann man jetzt zwar einfach hier verbinden und dann wird das da so dargestellt. Ist natürlich Unfug. Und ich lösche das erstmal wieder raus. Hier, ne, nicht dich bitte, dich hier, lösche ich mal erstmal wieder raus. Und zwar, ich nutze nicht die Textur, die ich gerade hier, das ist ja y-1. So, jetzt ist das auch wieder rot. Ich möchte davon eine Kopie erstellen. Das heißt, ich selektiere die und klicke einmal hier auf dieses Symbol ein neues Material hinzufügen. Das kriegt dann einen ähnlichen Namen mit einem 001 dahinter und das kriegt jetzt einen Namen y-1 und das ist x0y0, weil das ist ja unten links in der Ecke. So, das Material ist jetzt eine Kopie
von diesem Material von vorhin. Und jetzt können wir hier loslegen mit dem Textur, Image-Textur. Wir öffnen die, machen y-1 und dann kommt jetzt, das soll jetzt hier entsprechend transformiert werden. Und das ist wirklich, was sie sich da überlegt haben, ist nicht cool, sage ich mal ganz einfach. Also, ich muss jetzt Folgendes machen. Einmal füge ich hinzu ein Input, und zwar, das heißt Geometry. Da hole ich mir also die geometrischen Informationen dieses Würfels rein. Dann habe ich hier ein, das ist falsch, da holen wir uns rein Input, das war schon richtig, die Texturkoordinaten dieses Würfels, und dann haben wir hier UV, das werden wir nutzen, beziehungsweise ich nutze Generated. So, dann machen wir Folgendes. Wir müssen jetzt Mathematik hier einfügen. Und zwar, das ist unter Konverter Vektormathematik. Da haben wir erstmal, müssen wir hier subtrahieren, und zwar 0,5, 0,5, 0,5. So, weil die Textur irgendwie in der Ecke platziert ist und nicht in der Mitte. So kriege ich die so, dass die Textur mittig platziert wird. So, dann, oder sie ist mittig transparent und ich muss sie halt in die Ecke packen. So genau weiß ich das auch nicht. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Dann machen wir einen zweiten Konverter. Wir können auch den hier einfach duplizieren. So, dann wird dieser hier wie war das? Das wird jetzt so verschoben, dass es an der richtigen Position ist. Das heißt, Edge, oder machen wir erst in Mult. Versuchen wir es. Wir müssen ein bisschen dahin arbeiten, dass wir dahin kommen. Also wir machen einen Multiply, und zwar 0.333, 0.333, 0.333. So, die können wir hier ein bisschen rüberfahren. Oder vielleicht auch ein bisschen so platzieren, dass sie besser hinpassen. So, dann machen wir noch einen Vektor. Das ist jetzt Subtract. Subtract oder Add. Machen wir Add. Wir brauchen noch einen Add. Der hier, der wird auf alle Fälle 0.5, 0.5, 0.5. So, und der kommt auf alle Fälle daran. Der Edge, da wird um 0, 0, 0 erstmal. Und da machen wir wieder den hier, und den platzieren wir jetzt mal da dran. Ach, der muss natürlich auch hier dran. Die Farbe. Und jetzt muss man hier ein bisschen mit den Werten rumspielen. Wir können auch mal gucken, hier mit UV zu arbeiten. Ist aber kein Unterschied. Machen wir weiter bei Generated. So, Subtract 050505. Dann multiplizieren mit 0.33. Damit wird halt das hier so So, jetzt kommt noch was ganz Wichtiges,
Und zwar die Texturkoordinaten, die sind nicht unbedingt in den, das ist jetzt hier halt in der X- und Z-Ebene. Da liegt nämlich jetzt die Krux und dann löschen wir das hier mal gerade wieder raus und machen hier erstmal einen Konverter rein. Und zwar Separate XYZ. So, wir separieren die. Und danach packen wir die direkt wieder zusammen. Konverter und Combine XYZ. Und dann, wir haben die X auf X und den Y auf Z und den Z auf Y. So, und dann den daran. Und das sieht schon viel besser aus. Das heißt, hier machen wir erstmal 0, 0, 0 rein. Dann sehen wir, das müsste mittendrin sein. Und der hier müsste dann sein minus 0.333 und minus 0.333. So, das ist die untere Ecke. Jo, das sieht gut aus. So, diese Kombination hier, die müssen wir uns jetzt speichern. Also wir haben die ja hier gespeichert. Das heißt, ich wähle jetzt, ich merke mir das y-1x0, y0. Hier die Werte, das kann man sich auch noch ein bisschen einfacher machen. Da machen wir hier jetzt hin Input Value. So, das ist Xpos. Und dann machen wir hier von Doppel. Das ist Ypos. Und den dritten Wert lassen wir weg. Dann machen wir eine Kombination. Combine. Das war wieder Mat. Oder Konverter. Vektor. Combine XYZ. Und dann haben wir hier den X und den Y. Und die packe ich jetzt einfach hier hin. Und dann haben wir hier minus 1 und da minus 1. Die müssen natürlich noch multipliziert werden. Dann gehen wir nochmal raus hier. Der kommt weg. Und Konverter, Vektor, Math und Multiply 0.333, 0.333, 0.333 und du kommst da drauf und den packen wir hier unten hin. Jo, das klappt. Dann machen wir uns die noch schön hier. X und Y, die werden kombiniert und multipliziert und fahren da unten hin. So, das ist das Material, was wir jetzt brauchen. Und dann gehen wir her, machen den nächsten Würfel. Also du bitte auf dieses Material hier und das machen wir jetzt keine Kopie hier, sondern es wird das hier ausgewählt, also y1x0, y0, eine Kopie davon. Und das wird jetzt umbenannt hier in x1, y0. Und dann gehen wir her, editieren den Wert hier auf 0. So, dann den hier. Ihr merkt schon, das ist ein Haufen Arbeit. Da wählen wir jetzt, können wir auswählen, wen wir wollen, spielt keine Rolle. So, dann davon eine Kopie. Und das ist dann x gleich 1. Und den kriegen wir auch, das ist dann y minus 1 x 2 y0. Gerade mal schauen, x1. Okay, so, dann
gehen wir her, den Würfel hier, auch diesen und hier einmal erstmal das richtige Material zuweisen. Nehmen wir jetzt irgendeins von denen und dann eine Kopie davon. Das ist jetzt y0 x1, also y-1, y-1 x0 y0, nicht 0, y1 und dann nehmen wir den Würfel hier, Kopie davon, das ist y-1 x1 y1 und das ist x0 und y0 und den hier und eine Kopie davon y-1 x2 y1 1 0. So, dann haben wir hier diesen Würfel. Da wieder neues Material auswählen. Kopie. So, das ist y-1 x0 y2. Das ist hier eine -1, das ist richtig. Da ist das eine 1. Nächster Würfel. So, dann haben wir hier den Würfel. Da machen wir auch das Material rein, eine Kopie davon, y-1 und dann x1 y2. Das ist hier eine 0, da eine 1 und den bitte so und da wiederum Material auswählen, Kopie davon, das ist y-1 x2 y2, das ist 1 und das ist auch 1. So, ich könnte jetzt im Prinzip, das habe ich jetzt aber bei allen nicht gemacht, spielt keine Rolle, ich könnte noch die Werte hier so verändern mit Berechnungen, dass ich da wirklich diese 0, 1, 2 eintippen kann. Ich denke, so geht es auch. Es ist verständlich genug. Wir haben jetzt die erste Würfelfläche hier mit dem Bild beschickt. Das heißt, jetzt geht es bei der nächsten Würfelfläche weiter. Da gehen wir hier hin. Und das wäre jetzt zum Beispiel, das ist ja, da ist es falsch, der falsche Buchstabe drin, das ist halt y-1, nicht x. Das liegt aber am Bild selbst. Das heißt, das habe ich in Inkscape gemacht, das Bild. Kann man mal gerade Inkscape, laden wir das mal gerade. So, da ist das Bild für y-1 in Rot und das werde ich jetzt einmal exportieren. Okay, das wird ersetzt und dann gehen wir einmal her, speichern das hier
einmal Quit. Ich weiß nicht, ob das Quit notwendig gewesen wäre. Und dann Open Recent Rubik tut. So, und jetzt haben wir auch das richtige Bild da. Das hier wäre halt x minus 1. Da gehen wir jetzt her. Wir haben gleich noch ein kleines Problem, und zwar, wenn ich hier hinten die Werte drauf mache, dann ist das Bild rumgedreht. Da muss man sich dann noch überlegen, wie man das anpasst. Das heißt, zum einen muss der Mulch hier drin mit den 0.33, der muss halt mindestens bei einem minus 0.33 bekommen, und die Werte müssen auch dann entsprechend geändert werden. Deswegen machen wir jetzt zur Einstimmung einfach mal diese Fläche hier. Das soll x0, y0 sein. Das heißt, wir gehen auf die violette Fläche. So, das ist y1, genau, das ist richtig. Und da machen wir jetzt auch eine Kopie von diesem, beziehungsweise da laden wir uns eines von diesen hier rein, die wir gerade gemacht haben. Also nehmen wir ruhig x0, y0, 0, 2, 1. Ach, hier oben ist es. Da, dann nehmen wir den jetzt, und der ist natürlich jetzt falsch da. Einmal haben wir natürlich beim Bild das falsche Bild drin, aber wir machen erstmal hiervon eine Kopie. Und das Ding heißt jetzt y1 und dann x0, y0, und dann laden wir das richtige Bild rein. So, das ist hier das wird gelöscht, geöffnet, und dann haben wir hier y plus 1.png. Violett, das ist schon mal richtig. Oder, ja doch, ist Violett oder Magenta ist es, ne? So, und dann sieht man aber, das ist natürlich jetzt die falsche Ansicht. Das heißt, das wird ja dahin gehören. Da werde ich jetzt erstmal schauen, dass ich das hier rumdrehe. Und das könnte es schon gewesen sein. Minus 1. Versuchen wir es. Versuch macht klug. Also wir machen den zweiten Würfel. Da wählen wir jetzt hier als Textur aus den y1, den ich gerade gemacht habe. Das ist der hier. Kann sich gut an den Farben orientieren, und das ist ja dann x0, y-1. Z. Das war Unfug. So, beziehungsweise kein Unfug. Ich muss davon erstmal eine Kopie machen. So, die heißt y1, x1, y0. Und das Bild ist das richtige geladen. Und wir können jetzt hier, da haben wir die Minus stehen. Und da machen wir hier jetzt aus x ein 0. Das machen wir mal wieder minus 1. Gucken wir uns das nochmal an. Was haben wir da? y1, 0, 0. Nehmen wir erstmal raus. Der war völlig an der falschen Stelle. Wir müssen ja dahin. Ne, dahin, und da wird jetzt das Material ausgetauscht zu diesem. Und da können wir jetzt das wählen, was wir gerade angelegt haben.
So, da können wir jetzt hier eine 0 rausmachen. Eine 0 rausmachen. Sieht gut aus. Dann nehmen wir den hier. Auch hier wieder wählen. Kopie. y1, x2, y0. Und da wird das jetzt hier eine 1. So, das sieht schon mal gut aus. Und dann machen wir das für diesen Würfel, für diese Würfelfläche hier noch weiter. Gleich beschleunige ich das wieder. So, dann du bitte irgendeinen von denen eine Kopie y1, x0, y1. Das gibt -1, das gibt 0. Okay, du bitte auswählen, kopieren 1 und 0. Ne, 0. Und 0 natürlich. Und da sieht man, es ist richtig Rumpf. Das ist fein. Dann geht es hier weiter. Du bitte Kopie davon y1, x2, y1. Und das wird 1. Das wird 0. Next one. Kopie davon y1, x0, y2. Das wird eine 0. Das wird eine 1. Das wird eine -1 natürlich. So. Und du bitte Add a Material, beziehungsweise erstmal 1 wählen, hier kopieren und Namen geben y1, x1, y2. So, das wird 0. Das wird 1, das stimmt. Und dann du noch. Da haben wir wieder das zu wählen und eine Kopie davon. Habe ich einen falschen gewählt. Das heißt, da wählen wir jetzt den, schmeißen wir wieder raus und wählen hier jetzt wirklich ein y1er. Einen von diesen bitte. Und dann, der kriegt jetzt den Namen. Erstmal eine Kopie davon. y1, x2, y2. Und das wird 1 und das wird auch 1. So, jetzt haben wir den Würfel schon mal 2 von den 6 Flächen belegt und der Rest wird jetzt beschleunigt. Stopp, nicht direkt beschleunigen. Wir wollen einmal noch kurz zeigen, was jetzt hier mit diesem Teil hier zu tun ist, mit dem Combine und Auseinandersetzen. Ja, hier, das hier vor allen Dingen. Da nehmen wir jetzt mal hier die X-Seite, das ist ja X und Z. Das hier war ja, beziehungsweise das war X und Z, war ja in der Y und das hier ist Y und Z. Einfach mal schauen, wie wir da mindestens den ersten hier richtig hinbekommen. Okay, also das ist jetzt blau, das heißt, wir wählen das blaue
Material hier aus und wählen hier jetzt ein anderes Material. Und zwar ist eigentlich egal, was ich da nehme. Ich nehme jetzt mal y-1x0y0 und dann wählen wir erstmal hier das richtige Bild. Und zwar, das ist x-1 in dem Falle. Also öffnen, x-1. Wieso wählt er den? Ich hätte eine Kopie davon machen müssen. Okay, einmal STRG Z. So, da haben wir den Würfel hier. Den habe ich gewählt. Ich mache eine Kopie davon und die kriegt einen neuen Namen, und zwar x-1y0 x0y0. So, jetzt ist der hier auch gleich geblieben und dann wählen wir hier ein neues Bild, das richtige Bild, das heißt x-1, das ist das hier, und jetzt stimmt die Zuordnung natürlich nicht. Das heißt hier, da haben wir, das ist die x-Achse, das ist die y-Achse, also ist das y und z. Also müssen wir die hier auftrennen. Und zwar eigentlich komplett. Versuchen wir mal unser Glück. Also meiner Meinung nach kommt die y-Achse als x-Achse und die z-Achse als y-Achse. Jo, das ist schon mal richtig. So, dann haben wir hier unten noch den Faktor stehen. Das ist hier, da tragen wir ein -1, -1, das sollte richtig sein. Und es ist aber der falsche da drin. Das heißt, wir ändern hier das mal ab auf -0.333. So wird es richtig sein. Muss man gleich schauen, ob es korrekt ist. Das ist alles nicht ganz einfach. So, das heißt, wir haben jetzt den ersten, dann machen wir den zweiten Würfel. Wir gehen hier hin, wählen jetzt hier das gerade erstellte blaue Muster, eine Kopie davon. Das wird jetzt x-1 x1 y0. Das heißt, das wird eine 0. Und den Würfel so wiederum auswählen. Irgendeinen von denen eine Kopie. Und dann wird das hier 1. Und das bleibt bei -1. So, jetzt die Reihe, da sehen wir, ob es richtig rum ist oder ob was falsch ist. Das heißt, hier haben wir den blauen Würfel auswählen. Da nehmen wir jetzt... Okay, einen habe ich vergessen umzubenennen. So, das ist x-1 x1 x2y0. Und dann wählen wir den mal wieder. Und dann wird das eine Kopie. Der wird hier auf -1 gesetzt, da auf 0. Und das sieht richtig aus, da kommt das x hin. Das ist schon mal schön. Und dann nehmen wir den hier, blau, selektieren, Kopie davon. Das wird hier 0 und hier die 0. So, dann, das machen wir jetzt noch zu Ende. Dann beschleunige ich das Ganze. Kopie. So, das ist 1, das 0. Okay, dann kommt der, blau, auswählen, Kopie. Das ist x-1
y0, x0, y2. Ich meine, ich hätte ihn hier nicht umbenannt. Ja, habe ich nicht. x minus 1, y0, y2 und Quatsch, x2, x1, y2 ist das. So, dann werden wir den nochmal x0, y2, der ist richtig, der muss dann hier nur angepasst werden. Das heißt, hier wird das eine 1, ne Quatsch, eine 0, eine minus 1 war schon richtig, da wird das die 1. So, dann kommt er leicht durcheinander, muss ich sagen. So, dann haben wir davon eine Kopie gemacht, x minus 1, x1, y2. Dann habe ich doppelt x0, so, das ist y1. Dann kann ich den hier wieder zu y2 machen. So ist es richtig rum. Und der wird hier eine 0 und da eine 1. Und dann haben wir den Würfel noch. Und einmal bitte Material auswählen. Eine Kopie. So, da geben wir Namen x minus 1, x2, y2. So, dann wirst du 1 und du auch 1. Und plus 1. So, jetzt haben wir hier schon 3 dieser Seiten das Bild drauf gemacht. Und ab jetzt lasse ich das Ganze beschleunigen. Ja, dann haben wir hier wirklich alle Flächen mit den Bildern versehen und das kann man jetzt animieren. Und da ist folgendes, wir hatten ja hier diese Quaternions gewählt, das ist auch soweit richtig. Das reicht aber noch nicht für eine vernünftige Rubik-Animation. Und zwar, wofür man sorgen muss, ist, dass bei der Animation, wenn ich jetzt also hier Keyframes setze, dass er dazwischen den Übergängen nicht mit Bézier-Kurven die Animation macht, weil dann dann bewegen sich die Blöcke eben nicht so, wie sie das tun sollen. Das ändern, das tut man folgendermaßen, indem man hier, ich blende erstmal die Kamera hier wieder aus, so, indem wir alles selektieren und wir geben erstmal den hier einen Keyframe und zwar Lockrod Scale ruhig. Und jetzt wechsle ich hier die Ansicht in den Graph-Editor. Da braucht man eigentlich hier gar nicht die Graphen editieren. Wichtig ist, dass man hier notiert bei den Keys Handle Type bzw. Interpolation Mode. Und das muss hier eingestellt werden auf linear
und das steht standardmäßig auf Bezier und dann wird das auf linear eingestellt. Das war's auch schon. Das heißt, jetzt können wir das hier wieder umstellen auf den 3D Viewport und jetzt könnte ich halt starten zu animieren. Ich habe mir aber noch eine andere Sache überlegt, und zwar, man kann ja auch Filme oder Image Sequences auf die Blöcke legen, und da habe ich was vorbereitet. Ich habe eine Image Sequence gemacht. Im Prinzip müsste ich für alle 6 Flächen was machen. Ich habe das jetzt nur hier für diesen, und da gehen wir nochmal, fangen wir hier an. Da und da müssen wir wieder in den Shading-Mode wechseln. Da haben wir hier die verschiedenen Shader und hier haben wir die Bilder. Das ist jetzt hier das, da muss man hier natürlich in den richtigen wechseln, in diesen Y1. Dann sieht man hier, das ist Y-1. Dann wird das Bild einfach rausgenommen, ein neues geöffnet, und zwar, das habe ich hier in den Output gepackt, hier bei Film und Open, und dann sieht man hier, das hat sich auch schon geändert, dann wird das umgestellt hier auf Image Sequence und Cyclic, dass es halt immer wieder weiterläuft, nicht nur einmal. Okay, und das machen wir jetzt mit allen Bildern. Das heißt, wir wechseln hier hin, gehen auf den Y-1, rauslöschen, öffnen, Output Film. Dann sieht man das hier. Das wird eine Image Sequence. Das hat er sich jetzt schon gemerkt. Und dann Cyclic. So, dann haben wir hier, wir gehen her, immer das Richtige wählen, dich bitte. Sieht man immer daran, dass hier Y-1 stehen muss. Raus, öffnen, Output, Film, öffnen, gerade Image Sequence, Cyclic. So, jetzt sieht man da schon wieder so ein Problem. Ich mache die jetzt erstmal zu einzelnen Blöcken. Du bitte auch. So, und dann muss man hier natürlich noch die Frames einstellen. Das sind 250 Bilder. Und startet bei Bild 1. So, das habe ich vorhin schon mal gehabt. Hier das Problem. Ich weiß echt nicht, woran es liegt. So, Film 001. Da machen wir auch 250. Und da machen wir auch 250. Ich speichere jetzt erstmal die Datei. Das machen wir, die hier, die überschreibe ich ruhig. Ich weiß, ich müsste doch eigentlich... Okay, hat er überschrieben. Einmal Neustart. Die bitte. Das kapiert man nicht, ne? Linear, Flat, Repeat. Das ist ein Problem in Blender. Das heißt, ich mache jetzt hier wieder Image Sequence und dann ist es wieder da. Also machen wir es so weit, wie wir kommen. So, dann gehen wir hier raus,
öffnen, Output, Film, machen davon eine eigene und das sind Frames 250 und Startframe ist gut und Cyclic. So, der nächste. Löschen wir raus, öffnen, Output, Film, machen den eigenen Datensatz, Frames 250, Cyclic. So, dann haben wir den hier, löschen den, öffnen Bild, den Film, da auch ein eigenes, Frames 250 und Cyclic. Du bitte, auch du gelöscht, öffnen, Output, Film und machen einen eigenen Datensatz und Frames 250 Cyclic. Du bitte auch hier löschen, öffnen, Output, Film und dann einen eigenen Datensatz, 250 Bilder und Cyclic. Und dann haben wir den hier noch. Da machen wir auch löschen, öffnen, die Image Sequence, eigenen Datensatz 250 und Cyclic. So, jetzt habe ich die hier einen Film drauf gemappt. Meist ist es so, dass wenn ich den jetzt hier so anzeigen lasse, dass das hier nicht gezeigt wird, dass da ein Film drauf ist. Wenn wir jetzt hergehen, wir gehen einfach, machen mal ein Render davon. Mal gucken, womit wir rendern. Im Moment müsste eigentlich EV sein. Ja, sollte auch ausreichend sein dafür. Also ich gehe jetzt mal auf Bild Nummer 35. Und da sieht man, dass der Tutorius hier größer geworden ist. Und dann gehen wir mal auf Bild Nummer 60 oder sowas. Da sieht man, ich muss gucken, wo ich die, dass das Tutorius wieder klein. Und da ist das 3D-Druck so ein bisschen gedreht und das 3D-Cut. Also da wechselt was und auch die Welle, die läuft so durch. Und das heißt, wir haben jetzt hier einen Film drauf. Und jetzt können wir mit der Animation starten. Dafür gehen wir wieder in den Layout-Mode und überlegen uns, was für eine Animation machen wir. Das wird mehr als die 250 Bilder, die hier standardmäßig drin stehen. Da machen wir hier mal einfach 1000 rein. So viel wird es wahrscheinlich nicht werden. So, ich starte. Wir haben ja, wir sind auf Bild 1. Da haben wir schon einen Keypoint. Ich mache trotzdem nochmal Location Lockrod Scale. Habe ich genommen. Dann fahren wir zu Bild 20. Da machen wir nochmal Lockrod Scale, weil der soll ruhig am Anfang stillstehen. So, dann machen wir jetzt in 15 Sekunden oder 15 Bilderschritten. So ist es richtig. Das schalten wir hier um auf den. Ich will jetzt in X und Y den Würfel drehen. Das heißt, erstmal fangen wir an mit X und die X-Achse. Das heißt, der und mit Shift-Taste der. Die werden bewegt. RX 90. So ist richtig. Und dann machen wir I-Lockrod Scale. Alle selektieren I-Lockrod Scale.
So, das war jetzt 35. Dann müsste nach Eva-Zweig 50 kommen. Da gehen wir jetzt her, selektieren die Ys, das sind die hier, und RY90 und I Lockrotzkehl, alle I Lockrotzkehl. Dann 65 haben wir da. Jetzt geht es wieder um X. Du und du, RX90, I Lockrotzkehl, alle I Lockrotzkehl. 65, das müsste 80 sein. Dann sieht es auch vom Abstand her. Das heißt, da kommt jetzt wieder, ich glaube, Y. Das sieht noch nicht so gut aus. Dann gehen wir mal wieder an den Anfang, stellen hier nochmal um auf den Graph-Editor. Und da sieht man, das ist noch nicht richtig. Alle selektieren. Gehen wir nochmal auf Key Interpolation Linear. Jetzt ist das für alle richtig umgestellt. Okay, dann gehen wir hier wieder auf 3D Viewport und schauen uns das jetzt nochmal hier an. Und da sieht man, die drehen richtig schön durch. So, da sieht man hier, der letzte ist auf dem X-Achse, wird gedreht, also bis 80, das muss wieder Y werden. Also der und der RY90, I Lockrotzkehl, alle I Lockrotzkehl, dann 95, das geht wieder X, RX90, I Lockrotzkehl, alle I Lockrotzkehl, dann haben wir die 110, Y ist jetzt gefragt, der und der RY90, I Lockrotzkehl, alle I Lockrotzkehl, dann 125, das war gerade Y, 125, das sind die, also du und du, RX90, I Lockrotzkehl, alle I Lockrotzkehl, dann, jetzt kommt wieder Y, ja, ist 140, du und du, okay, RY90, I Lockrotzkehl, alle I Lockrotzkehl, dann 155, X, I Lockrotzkehl, alle I Lockrotzkehl, und dann, das war X, man sieht jetzt auch, die drehen schön gerade, das ist schon mal nett. 155, 170, 170 die Y, RY90, I Lockrotzkehl, alle I Lockrotzkehl, dann kommt X, das sind die hier, auf der 185, RX90, I Lockrotzkehl, alle I Lockrotzkehl, dann, so, das war X, dann gehen wir auf Y, das ist bis 200, RY90, I
i-Logrod Scale. Alle i-Logrod Scale. Und jetzt ist der Würfel wieder ganz. So, das heißt, wenn wir uns das hier jetzt anschauen, dann sieht man das. Man sieht aber das Video da nicht laufen. Beziehungsweise zum Teil schon. Aber im Render sieht man das Ganze. Das heißt, wir sind auf EV. Ich gehe mal gerade hier in die Auflösung. Da machen wir hier mal 30%. Mal gucken, wie groß wird das. Und da sieht man, hier hat man schon gesehen, wie es geändert hat. Das heißt, da können wir jetzt einfach mal ein Render starten. So, Render Animation. Und da sieht man jetzt, wie das Video hier drauf abgespielt wird. Wäre natürlich cool, wenn auf den anderen auch noch Videos laufen würden. Aber so könnt ihr auf so einem Würfel halt ein Video abspielen lassen. Das kann natürlich genauso, muss nicht so ein Würfel sein, das kann eine Wand sein, die zerschossen wird. Da habe ich eine neue Idee für eine Animation gehabt und die werde ich dann auch noch durchführen. So, hier sehen wir auch ganz klar, dass das noch nicht alles war. Das heißt, das ist falsch, das ist falsch. Der Würfel muss also noch weiter gedreht werden, um wieder auf seinen Startpunkt zu kommen. Okay, das war es aber zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn euch solche Videos gefallen, lasst gerne ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Und einen Daumen nach oben, dann bekommt ihr halt weitere Videos dieser Art angezeigt. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!